Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu diesem Objektiv hier, und zwar ist das neue Panasonic Lumix 100 bis 500 mm Telezoom Objektiv mit der Blende von 5 bis 7,1. Ich habe das Objektiv von Panasonic zur Verfügung gestellt bekommen, um das Ganze zu testen. Es handelt sich hier um ein Vorserienmodell. Das heißt, es hat noch nicht den Stand von der Serie. Das ist bei ein paar Sachen auch schon auffällig gewesen. Das wurde mir mitgeteilt. Deswegen haben wir hier jetzt auch kein richtiges Review, sondern eher so ein Preview, was euch mit dem Objektiv erwarten kann. Ich habe es aber natürlich trotzdem ausgiebig getestet. Ich hatte da jetzt nicht allzu viel Zeit. Ich habe das vor einer Woche bekommen. Ich hatte aber eine Flugshow, wo ich hingehen konnte. Und dann war ich so noch ein bisschen unterwegs. Da ist leider ein bisschen der Regen dazwischen gekommen. Deswegen konnte ich jetzt auf viele weite Entfernungen nicht unbedingt sehr viele Tiere fotografieren. Die Flugzeuge habe ich aber drauf bekommen, da war einiges dabei. Und da möchte ich euch jetzt einfach ein bisschen was zu diesem Objektiv hier erzählen. Wie ihr erstmal sehen könnt, ist das Ganze relativ kompakt. Es ist relativ kurz, also Canon hat da ja ein vergleichbares Objektiv. Da ist das hier ein Tick kleiner. Wir haben hier eine Länge, ich habe mir das hier aufgeschrieben, ich lese euch das gerade mal ab. Es ist 196 mm lang, also knapp 20 cm lang. Es hat 92 mm Durchmesser und einen 82 mm Filtergewinde. Mit der Gegenlichtblende kommt ihr dann auf eine Gesamtlänge ab dem Bajonett von 26 cm und habt vorne einen Durchmesser von 10,5 cm, nicht ganz 10,5, das sind 10,2 oder sowas. Spielt auch nicht ganz eine Rolle. Es ist kein Innenzoom-Objektiv, wie ihr sehen könnt. Von 100 auf 500 fährt es schon deutlich aus. Wir haben dann einen Weg von ca. 8 cm mehr. Ich lasse das gerade mal so, dann ist das ein bisschen besser ausbalanciert. Wir haben ein Gesamtgewicht vom Objektiv von 1285 Gramm. Wenn da noch eine Stativstelle und so dran ist, dann wird es noch ein Tick schwerer. Aber so um den Dreh ungefähr 1300 Gramm wiegt das Ganze. Es ist sehr handlich. Wie ihr jetzt gerade gesehen habt, das Ganze balanciert sich natürlich sehr viel besser auf der Stativstelle, die AK Swiss tauglich ist, wenn das Ganze ausgefahren ist. Insgesamt ist es aber schon wirklich sehr angenehm zu benutzen. Also ihr habt hier einen Verstellring, da könnt ihr das Ganze von Smooth auf Tight stellen. Da ist das Zoom dann alles ein bisschen schwerer. Da könnt ihr das nach eurem Belieben anpassen. Ich finde es hier eigentlich sehr gut. Ihr habt ein bisschen mehr als 90 Grad, um von den 100 auf die 500 mm Brennweite zu kommen. Das lässt sich sehr gut handeln. Was ihr vielleicht jetzt hier gerade schon gemerkt habt, mir ist hier so ein bisschen der Stativfuß im Weg. Also ich habe das gemerkt, wo ich es benutzt habe, dass ich hier dazwischen sehr wenig Platz habe. Und ich habe den Fuß dann, den könnt ihr verstellen, ihr könnt den natürlich komplett demontieren oder eben nach oben stellen. Ich habe das Ganze nach oben gestellt, dann lässt sich das Ganze schon einfacher handeln. Ich stelle den jetzt gerade mal wieder runter. Ihr habt da auch keine Rastungen oder so für verschiedene Gradzahlen. Ich hatte den dann teilweise auch einfach gar nicht am Objektiv dran, weil ich ihn auch nicht verwendet habe. Also ich brauche da kein Stativ dazu, weil das Ding hat einen Bildstabilisator und das unterstützt die Dual-IS-Funktion mit den Lumix-Kameras. Und da kommt ihr auf bis zu 7 Blenden, glaube ich. Ich muss mal kurz schauen. 7 Blendenstufen, genau. 7 Blendenstufen Stabilisierung. Das funktioniert schon wirklich sehr, sehr gut. Also auch bei 500 mm habt ihr da ein ordentlich stabiles Bild. Ansonsten habt ihr natürlich noch verschiedene Bedienelemente. Ihr habt wie bei so vielen Teleobjektiven, Telezoom-Objektiven, einen Umschalter für euren Autofokus. Also ihr könnt da den Fokusbereich begrenzen von 5 Meter auf unendlich oder den kompletten Fokusbereich. Ihr habt einen AF-MF-Umschalter und einen Umschalter für die Bildstabilisation, also Mode 1, 2 oder Off. Ihr habt einen Funktionsknopf hier vorne, das ist ein Fokus-Funktionsknopf, und ihr habt einen Fokusring hier, wo ihr den Fokus ziehen könnt manuell. Der ist auch, ja, der hat einen guten Widerstand, also da lässt sich schon sehr gut manuell fokussieren. Jetzt ist es so, an einem 100 bis 500 mm Teleobjektiv werden wahrscheinlich die wenigsten mit einem manuellen Fokus arbeiten, außer ihr seid da vielleicht am Filmen. Zum Filmen können wir gerade noch kurz was sagen, und zwar Focus Breathing. Das Objektiv ist da sehr gut korrigiert. Bei 100 mm könntet ihr da vielleicht ein bisschen Atmen entdecken, bei 500 mm ist es aber eigentlich komplett weg. Also auch zum Filmen eignet sich das Objektiv hier sehr gut. Ihr habt dann noch einen
einen ein bisschen komischeren Schalter, und zwar könnt ihr hier einen Zoom-Limit einstellen. Wenn ihr den aktiviert, dann geht euer Zoom-Bereich nur noch von 150 bis 500 mm. Da fehlen euch also die 50 mm unten rum. Ich habe den jetzt so nicht benutzt, aber vielleicht kann der eine oder andere damit was anfangen. Das Ganze kommt natürlich mit einem Staub- und Spritzwasserschutz und ist eben wie bei Lumix üblich auch gegen Frost geschützt, von minus 10 bis 40 Grad, also da geht schon ordentlich was. Jetzt ist es natürlich so, es ist kein Innenzoom, das fährt hier aus. Ich bin jemand, der benutzt sowas nicht gern im strömenden Regen, wenn hier das Wasser reinkommt. Es sollte gut abgedichtet sein, und wenn man es von Lumix kennt, dann können die Kameras und Objektive schon gut was aushalten. Es ist so, übertreibt es vielleicht einfach nicht. Ich habe das im Regen benutzt, weil eben das Wetter in der letzten Zeit hier auch echt schlecht war, aber ich würde damit jetzt nicht im großen Regenschauer stundenlang unterwegs sein, einfach nur, weil mir das Equipment auch immer ein bisschen was wert ist. Wie gesagt, habt ihr einen variablen Blendenbereich. Also ihr habt bei 100 mm eben die Blende 5, die Offenblende 5, bei 500 mm habt ihr eine Offenblende bei 7,1 und da ändern sich natürlich die Schritte über die Brennweite. Ich habe mir das hier mal so grob aufgeschrieben. Ich zeige euch auch ein Video. Ihr könnt es ja einblenden lassen, welche Brennweite ihr habt und welche Blende ihr da gerade habt. Das seht ihr das im Video also sehr gut. Ganz grob gesagt habt ihr bei 100 mm eben die Blende 5. Ab 142 mm habt ihr eine Blende von 5,6. Bei 213 mm seid ihr dann bei Blende 6,3. Bei 370 mm bei einer Blende von 6,7. Und bei ca. 484 mm habt ihr dann eben die Blende 7,1. Aber genug solcher Datenblattinfos. Wie hat sich das Ganze denn so im realen Betrieb geschlagen? Wie gesagt, es ist ein Vorserienmodell, deswegen habe ich damit jetzt auch keine Testcharts oder sowas abfotografiert, und wie ihr sehen könnt, ich habe es hier an der S1 Mark II. Die ist mit 24 Megapixeln jetzt nicht so hochauflösend, dass ich da sagen würde, da kann ich die Schärfe bis ins Detail bewerten. Das möchte ich mit einer 24 Megapixel Kamera nicht machen. Aber ich hatte eben nur die Kamera gerade zur Verfügung und habe das damit dann einfach mal getestet. Ein Vorteil, der Autofokus. Die Kamera ist wahrscheinlich die beste Lumix-Kamera, was den Autofokus gerade betrifft. Und da kann ich sagen, da ist das Objektiv sehr gut. Wie ihr hier sehen könnt, der Fokuswechsel, der ist ziemlich schnell, egal ob bei 100 mm oder bei 500 mm. Da würde ich insgesamt also auch sagen, das Objektiv ist hier sicherlich nicht der limitierende Faktor. Das hat meiner Meinung nach auch mit den Modelldüsenjets und so weiter gar keine Probleme gehabt und sollte dafür fürs meiste reichen. Jetzt war es so, ich konnte nicht wirklich Birds in Flights fotografieren. Klar, hier ist mal so ein Falke oder sowas quer durchs Bild geflogen. Das ist jetzt für einen Autofokus aber auch nicht die größte Hürde. Das hat das Objektiv aber auch sehr gut gemeistert. Also da gab es schon mal keine Probleme. Vom Autofokus her würde ich wirklich sagen, bekommt ihr da schon mit, ich glaube, 2 verbauten Motoren auch mit das Beste, was ihr gerade wahrscheinlich bei Lumix bekommen könnt. Und wie gesagt, zur Schärfe, Vorserienmodell, das ist mit Vorsicht zu genießen, aber ich war mit der Schärfe eigentlich soweit zufrieden. Im Bereich von 100 bis 400 mm war selbst bei Offenblende eigentlich nichts zu bemängeln. Bei 500 mm hatte ich so manchmal das Gefühl, da könnte vielleicht noch ein Tick mehr Schärfe kommen. Also leicht abgeblendet kommt da dann auch noch ein bisschen mehr Schärfe. Aber wie gesagt, es ist ein Vorserienmodell, das hat noch so einige Dinge, wo da nicht ganz so gut geregelt waren, und deswegen wird sich das vielleicht zur Serie auch noch ändern. So einen richtigen Schärfe-Bewertungsvergleich, sage ich mal, möchte ich dann erst mit einem Serienmodell machen. Aber wie gesagt, selbst dieses Modell, ich hatte jetzt nicht irgendwo groß das Verlangen, dass da noch mehr Schärfe dahinter sein soll. Auch bei 500 mm, ihr seht es hier wahrscheinlich in den Beispielen, ist da schon ordentlich Schärfe dahinter. Klar, 24 Megapixel halt. Ist immer schwierig, da eine Schärfe groß zu bewerten. 11 Blendenlamellen bauen euch hier so ein bisschen das Bokeh zusammen. Und da habe ich festgestellt, das Bokeh gefällt mir nicht immer so top. Also ich habe da gerade im Hintergrund, ihr seht es wahrscheinlich in 1, 2 Bildern, fast so Doppelkonturen oder sowas drin. Und die veranstalten da so ein bisschen ein unruhiges Bokeh. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Jetzt habt ihr hier natürlich auch nicht ein lichtstarkes Objektiv, was euch da ein cremiges Bokeh oder sowas hinzaubern könnt. Ich weiß aber auch nicht, inwieweit das Auswirkungen hat, dass das hier eben noch ein Vorserienmodell ist, ob das in der Serie dann nochmal besser wird. Deswegen auch hier die Bewertung möchte ich erstmal noch sein lassen. Das Ganze ist Telekonverter tauglich. Also ihr könnt es mit Telekonvertern verwenden, kommt dann bis auf 1000 mm Brennweite. Ich habe leider keine Telekonverter zur Verfügung gehabt und konnte deswegen das Ganze soweit auch nicht testen. Ab Mitte Oktober könnt ihr das Ganze bestellen für 2099 €.
2099 € ist ein Preis, da sage ich, es geht in Ordnung. Ich glaube, das Canon ist dann nochmal ein gutes Stück teurer, was man so als Vergleich herziehen könnte. Jetzt ist es so, das Canon gibt es nur für den RF-Mount. Dieses Objektiv wird es nur für den L-Mount geben. Also ihr könnt das sowieso nicht irgendwie durchwechseln. Und dann wird es schon schwierig mit dem Vergleich. Ihr habt dann noch ein 150-600 oder so, was deutlich größer und schwerer ist. Es ist ein bisschen schwierig. 2099 €, wie gesagt, sind für mich ja schon in Ordnung. Es kommt natürlich auch darauf an, wie die Serienversion dann noch voll abschneidet. Die dürfte wahrscheinlich noch ein bisschen besser sein wie das hier, aber selbst das hier ist schon echt gut. Also klar, beim Bouquet, da sage ich halt, es könnte ein bisschen mehr sein oder so, ein bisschen cremiger oder sowas, aber man kann eben auch nicht alles haben und wir haben hier trotzdem eben einen Brennweitenbereich von 100 bis 500 mm. Es interessiert mich aber trotzdem, was ihr denn dazu sagt. Jetzt hat man mal wieder ein Teleobjektiv, ein Telezoom für den L-Mount bekommen. Was haltet ihr denn so davon? Es ist meiner Meinung nach ganz cool, dass es relativ kompakt geworden ist. Also wie gesagt, 1,3 Kilo, das ist für den Brennweitenbereich und vor allem ja, so ausbalanciert schon sehr, sehr gut. Das harmoniert also wirklich sehr gut und vor allem, was wichtig ist, ist eben der Autofokus, dass auch der auf einem entsprechenden Level performt. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, dann lasst mir doch einfach mal ein Like da und abonniert den Kanal für weitere Videos, vor allem wenn ich dann die Serienversion mal in der Hand habe und da ein richtiges Review drüber machen kann. Und dann war es das jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.